Robinhood just got cancelled. So, das ist was von Graham Stephan. Wollt ihr das sehen? What's up, you guys? It's Graham here. So you might have recently noticed that... Warte mal, bin ich hier Fullspeed oder? Nee, auf 0. Okay, alles klar. Er redet naturgemäß so schnell. Something has been missing from the channel lately. And no, it's not the free stock you can get worth all the way up to $50 down below in the description. Instead, it's some good old-fashioned stock market-related drama between two of the biggest heavyweights when it comes to investing. On the one side, we have the billionaire investor Warren Buffett. And on the other side, we have Robinhood. That's right, every year Warren Buffett hosts an annual meeting to discuss his thoughts on the markets, where he thinks the economy is going, and how Berkshire Hathaway is investing its $140 billion worth of cash. Das ist die Jahreshauptversammlung von Berkshire Hathaway. Gibt ja auch einige deutsche YouTuber, die dorthin reisen. Ich glaube, Kolja ist da schon mindestens einmal hingereist. But this time, he decided to take it a step further and issue a warning to new investors about why they're potentially about to lose a lot of money, along with something else that none of us expected, how Robinhood could be to blame. And listen, if one of the most successful investors of all time is voicing his unhappiness about a stock trading platform and then warning users against it, I think it's important that we take a look into this further, understand why he's worried that investors could wind up losing a significant amount of money. But before we go into that, I have to say a huge thank you to our video sponsor today, Robinhood. Geil, das ist ja echt geil. Wenn Robinhood ihn sponsern würde und ein kritisches Video über die macht. Just kidding. So as I'm sure we're all aware, Robinhood is certainly not a stranger to controversy. And by the way, if you want to skip past some of their previous controversies and get to why Warren Buffett is not a fan, just skip to this timestamp right here. But otherwise, here's a bit of the backstory. Ja, ist ganz gut, mal nochmal die Hintergründe zu haben. Robinhood, für die es nicht kennen, ist halt so ein bisschen das Äquivalent von Trade Republic bei uns, wobei Trade Republic sich natürlich eher an Robinhood orientiert, weil Robinhood schon länger auf dem Markt ist, und die verkaufen ihr Trading-Geschäft an Hedgefonds. Dafür ist Traden dort komplett kostenlos, also kostet nicht einen Euro wie also Fremdkostengebühren wie bei Trade Republic. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Und Trade Republic verkauft ihr Handelsvolumen nicht an Hedgefonds. Robinhood emerged on the scene about 7 years ago with the goal of providing you a completely free brokerage for you to buy and sell stocks without paying any commissions in the process, which, by the way, was completely unheard of at the time. Stimmt, ja. Und einige Broker sind in den USA aber nachgezogen dann, ne? Also es ist ungefähr dieselbe Dynamik wie bei uns in Deutschland, dass du Trade Republic hast, aber auch viele andere Neo-Broker jetzt nachgezogen sind. They go from being the hero underdogs that paved the way for free stock trading to now being the lifeless punching bag for Warren Buffett. Well, I think some of it has to do with their growing pains along the way. The first hiccup came in 2018 when they attempted to launch a checking and savings account within the app. But there was a problem. Technically, they were not a bank and they couldn't offer FDIC insurance on customer deposits. Waren quasi nicht BaFin reguliert und dürften also kein Guthaben quasi verwalten. They also couldn't get SIPC insurance, which applies to investment accounts and not checking and savings accounts as Robinhood has. So after a whole bunch of confusion and public back and forth, the entire idea was scrapped. 2019, users of Reddit's Wall Street Bets discovered an unusual glitch within the system that allowed for unlimited margin trading, essentially becoming an infinite money loop, while some users racked up over $1 million. Krass. Also du konntest mit unendlich viel Marge handeln, also Margin, also Fremdkapital. Das ist to me just seems like a lighthearted growing pain of starting a new company that could be fixed relatively easily. Although now, this is where things started getting a lot more serious. In early March of 2020, just as the stock market was plummeting due to the pandemic, Robinhood experienced a system-wide outage, meaning that users of the platform were not able to buy or exit their positions until the problem was fixed almost 2 days later. Now, some people theorize that this was due to a coding error within their system that didn't properly. Das hatten wir in Deutschland übrigens auch, ne? Also wir hatten ja viele Broker, die während der Pandemie, also während dem Corona-Crash quasi den Handel ausgesetzt haben, ne? Also war weltweit der Fall, ne? Wenn du keine robusten IT-Systeme hast oder so, und ja. But a more plausible reason was that it was just a really busy time for the market. $1.1 trillion had just bought in, and Robinhood was not prepared for all of that traffic, so they temporarily shut down. Then again, early this year in 2021, users of Reddit's Wall Street Bets discovered the perfect storm for GameStop to skyrocket in price because of how overshorted it was. This caused hedge funds to lose billions of dollars in the process, and just as things were getting started, the buying of meme stocks was completely halted on Robinhood, where for 24 hours, the only option was to sell. Ja, das war ein Skandal, ne? Habt ihr ja also wahrscheinlich alle mitbekommen, haben wir auch einen Stream zugemacht. Dasselbe übrigens bei Trade Republic. Dort konnte man auch eine Zeit lang keine GameStop-Aktien mehr kaufen, sondern nur verkaufen. Übrigens auch andere, AMC und so weiter.
Nokia, glaube ich. Hat ja auch für sehr, sehr viel Shitstorm gesorgt. Gibt heute noch Leute in der Community, die sagen, nie wieder Trade Republic. Ja. Und genau das, nur ein bisschen größer, gab es dann auch bei Robinhood, und zwar ein bisschen früher. As you would expect, this caused a huge uproar with everybody, including the SEC, who began investigating the relationship between Robinhood and the company who routes their order flow, Citadel. See, Robinhood doesn't actually execute their own trades, but instead they route their order flow to a company who pays them for that privilege. Hatte ich ja eben gesagt, ne? Die verkaufen ihren Orderflow, also ihr Handelsbuch quasi an einen Hedgefonds, in diesem Fall zum Beispiel Citadel. Die bezahlen Robinhood quasi dafür, dass die den Orderflow bekommen. In this case, the company receives Robinhood's orders. Citadel lent money to Melvin Capital, who shorted GameStop. Und gleichzeitig war Citadel auch noch ein Kreditgeber von Melvin Capital. Also Melvin ist ja der andere Hedgefonds, der short gegangen ist, also auf fallende Kurse gesetzt hat bei GameStop. Von daher natürlich gigantischer Interessenskonflikt. Ne? Wenn du jemandem Geld leihst, der gerade extrem darunter leidet, dass eine Aktie steigt, und du auf der anderen Seite das Handelsvolumen von dem Broker in der Hand hast oder abgekauft hast, welcher den größten Orderflow zu dieser einzelnen Aktie hat. Ne? Extremer Interessenskonflikt, ist ja klar. So given that Robinhood is affiliated with a company who has a financial interest in the price of GameStop going down, some believe that this was done purposely to give hedge funds enough time to cash out. But Robinhood says that this was more of a logistical issue and that there simply weren't enough shares of GameStop to be guaranteed delivered to your account if you bought them. Whatever the reason, though, this brought into question the ethics of Robinhood routing order flow to a company which has a financial interest against Robinhood's own users. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland überhaupt legal ist, ehrlich gesagt, so einen Orderflow zu verkaufen. Würde mich mal interessieren. Aber ich glaube, nicht viele Leute würden das machen. Weil ich meine, es ist ja sehr, sehr, also erstens mal steht der Interessenskonflikt krass im Raum. Ja, und zweitens ist es quasi Tür und Tor für Marktmanipulationen geöffnet. Ne? So now that you understand some of the backstory of this, here's what Warren Buffett just said and how this applies to not only you, but the entire market in terms of how to make money. Now, during Warren's annual stockholder meeting, he came out against the app by saying that Robinhood was catering towards the gambling instinct of investors and contributing towards the speculative casino-like trading activity in the stock market. He goes further to say that American corporations have turned out to be a wonderful place for people to put their money in save, but they also make terrific gambling chips. If you cater those gambling chips for when people have money in their pockets for the first time and you tell them to make 30 or 40 or 50 trades a day and you're not charging them any commission, but you're selling their order flow or whatever, I hope we don't have more of it. Vielleicht nochmal in 2 Worten zusammengefasst, also was er halt kritisiert, ist, dass Robinhood halt komplett durchgamificated ist und mehr kein Broker ist als ein Casino und Leute dazu incentiviert, möglichst viel zu handeln. Das ist so das Hauptkriterium, dass er gerade junge Leute dazu bringt, wild zu zocken, was wir jetzt auch hier in Deutschland viel sehen. Ich weiß nicht, wer sich hier auf Twitch angesprochen fühlt. Räusper. Genau, das ist nicht die beste Idee. In other words, his concern is that if Robinhood has a financial interest in getting you to trade as often as possible because that's how they make their money, it unknowingly promotes the type of behavior that could be detrimental to you as an investor at your expense. And the words get even harsher from the billionaire vice chairman Charlie Munger, who said that it's just god-awful that something like that brought investments from civilized men and decent citizens. It's deeply wrong. We don't want to make our money selling things that are bad for people. And that is where things start taking a slightly darker turn from what originally turned out to be a commission-free brokerage aiming to democratize investing to now what the most successful investors believe is just a gambling app making money at your expense. For example, a few months ago, the New York Times ran an article describing a 32-year-old investor who said he was lured into the app through features that included falling krass, congratulations, eine Share of emoji-filled phone notifications. But after repeatedly losing money, he took out $60,000 worth of home equity so he could buy up riskier stocks and options, hoping to make his money back. After then having some initial success, turning that account into more than $1 million, he proceeded to lose almost all of it, and now he has about $7,000 left. Now, according to analysis of industry data and legal filings, as well as interviews with current and former Robinhood employees, they say that the app was built on what appears to be a Silicon Valley playbook of behavioral nudges and push notifications to draw investors towards risky trading, which happens to make Robinhood a lot of money in the process, and well, it's working. In the first 3 months of 2020, Robinhood customers traded 9 times as many shares as E-Trade customers and 40 times as many shares as Charles Schwab customers. Oh, krass. Die Statistik ist interessant hier. Velocity of Options Trading auch noch. Also es geht hier um Optionen, nicht mehr um normales Stocks. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Die Zahl ist viel zu hoch. Das würde ja bedeuten, dass für jeder Euro, der auf dem Account ist, also Option Contracts traded, for every dollar
in the average customer's account, dass für jeden Euro 25.000 Optionspapiere gehandelt werden. Das ist ja krass. Okay, gut, eine Option ist in der Regel, kann häufig, sehr wahrscheinlich auf den Plattformen sowieso günstiger als ein Euro sein. Das heißt, für 1 Euro kriegst du schon mal 4, 5 Stück, aber 25.000 ist ja krass. Oder selbst wenn man nur das Verhältnis sieht zu TD Americas und E-Trade und Charles Schwab, ältere Broker oder wie sagt man so, etablierte Brokerhäuser. Da würde ich gerne mal Trade Republic Zahlen jetzt zu sehen. Die werden natürlich nicht öffentlich bekannt. As many risky options contracts as Schwab's customers relative to the average account size. They say that's led customers to making decisions which are not in their own best interest, but instead in the best interest of Robinhood, which benefits from excess trading. And for Warren Buffett, knowing that 80% of active traders lose money and only 0.03% are able to consistently earn large amounts. Okay, das ist noch desaströser als andere Studien, die ich gelesen habe. 0,03% verdienen Geld. Und das, obwohl es keine Trading-Costs gibt. Ne? Häufig heißt es ja, gut, Trading ist nicht rentabel, weil der so hohe Kosten gibt und so. Die gibt es ja nicht dort bei dem Broker. Ne? Now, Robinhood very much denies this, and they say the new generation of investors aren't a casino group. They are tearing down all barriers to investing and taking control of their financial future. Ist ja echt so pseudo-empowering. Aber wo ist es denn empowering, wenn man sinnlos mit seinem Geld rumzockt? Also sorry, aber ja, okay, als Alternative zu Tipico, meinetwegen. Aber doch nicht als Investment. The CEO of Robinhood also said that even with some of their customers losing money, young Americans risk greater losses by not investing in stocks at all, and that they made investing less intimidating to new investors. But Warren Buffett disagrees, and instead his advice was this. He started off by noting something really interesting. None of the biggest stocks in the world in 1989 would still be on that list today, and that is something that investors should pay very close attention to. Like the top companies of 1989 included the Das ist übrigens mein Geburtsjahr, 1989. Industrial Bank of Japan, worth $104 billion, Sumitomo Bank, Exxon, General Electric, and IBM. He goes on to say that we were just as sure of ourselves, and Wall Street was, in 1989 as we are today, but the world can change in very, very dramatic ways. His biggest lesson here is that even though you might be incredibly sure of yourself now, the future is very unpredictable, and it's unlikely the biggest winners today are going to be the biggest winners 20 years from now. That's why he stressed the importance of having a broad, well-diversified portfolio of passive index funds. He also cautioned investors about trying to find winners in growing industries, pointing out that a large number of companies who made automobiles in the early 1900s ended up closing down well before the industry had matured. All of this to say, at the core, buying and selling speculative stocks through a company who benefits from you trading as much as possible is likely to wind up losing you more money than holding on to a passive index fund long term, and that's it. Die Argumentation fasst jetzt nicht ganz zusammen, zu sagen, wenn man jetzt die letzten 20 Jahre zurückguckt, beziehungsweise sind ja eigentlich 30 bis 89, 31 sogar, und schaut, welche da die Top 20 Positionen war im S&P 500, dass die alle nicht mehr da sind, also nicht mehr in diesem Index drin. Das macht natürlich Sinn, das stimmt auch. Sowas reguliert sich natürlich, wenn du langfristig passiv investierst und breit gestreut bist, aber ist jetzt kein Argument gegen das Trading, finde ich, ja. Nichtsdestotrotz finde ich es absolut ein Schwachsinn, sein Geld so zu verbrennen. Ich meine, die Statistiken sprechen genau dafür, und was Robinhood macht, ist halt wirklich, ja mein Gott, es verführt halt wirklich Leute zum Traden. Und ich meine, Trade Republic geht ja wenigstens auch auf diese ETF-Schiene. Was ich sehr löblich finde bei Scalable Capital zum Beispiel, ist, dass die diesen ganzen Derivate-Mist gar nicht erst anbieten, sondern wirklich auf ETFs und Einzelaktien setzen für die Leute, die Bock auf Einzelaktien haben. That's it. Ich gehöre zu den 0,03%. Herzlichen Glückwunsch. Das einzige Problem ist hier, in welchem Zeitraum. Ich habe auch mal zu den 0,03% gehört, je nachdem, in welchen Zeitraum man reinguckt, ja. Die Frage ist aber, schaffst du das über deine gesamte Anlageperiode? But as far as my own thoughts on this and Robinhood's response to what's going on, here you go. Overall, I feel like Robinhood has done a lot of good for the entire investing community. Ich meine, was man natürlich den Neo-Brokern gutheißen muss, finde ich auch gut, dass er das sagt, dass er dann mal ein bisschen auf die positive Seite geht. Was man auch in Deutschland ganz gut sehen kann, ist, dass diese Neo-Broker halt so einen Stein ins Rollen gebracht haben, dass die Kosten deutlich abgebröckelt sind, deutlich günstiger geworden sind. Ja, jetzt gibt es ja quasi so die Schlacht nach unten, alles muss günstiger werden und quasi keine Handelsgebühren mehr oder Handelsflatrate und so.
Das ist natürlich super positiv, ja. Ich meine, in Amerika hat ja auch Charles Schwab, glaube ich, auf kostenlosen Handel umgestellt und so. Und das sind natürlich sehr, sehr positive Sekundäreffekte. Also man kann also sagen, so der abgezockte Robinhood-Kunde subventioniert quasi alle anderen, die bei anderen Brokern sind und deren Kosten dadurch runtergehen. Ja, könnte man so sehen. Ordinarily would have had no idea that investing was accessible, and most importantly, they've made investing fun. Plus, you could almost get near instant access to leveraged money through options trading, which magnifies your return in a very short period of time. Has Robinhood taken this slightly too far and made this slightly too fun? Well, the behavioral finance professors Brad Barber and Terrence Odian, who have studied investor performance over these last few decades, believes that yes, they have taken it too far and it might be time to pull back. In a recent study, they saw Robinhood as a platform that included features to make investing feel more like a game, such as getting a free stock through an image. Wie krass, wie rubbellos. Ja, das ist ja echt pures Casino. It's like a scratch-off lottery ticket with confetti coming down once you're finished. They say that's more likely to attract new, unsophisticated investors who have no prior experience investing. The top 20 movers also encourages investors to buy a limited selection of stocks based on past performance, while the simplification of information leads investors to rely more on their intuition than on critical thinking. Not to mention, even more surprising, it was found that the average Robinhood investor had just 3 stocks, which suggests a lack of diversification and overconfidence, which would lead to an overall lower return. They even went so far as to say that sophisticated investors would be able to exploit patterns within Robinhood's platform to short stocks which experience a run-up based on Robinhood's recommendation. Ja, logisch. Ich meine, die wollen ja, die Hedgefonds müssen ja, die bezahlen ja nicht, weil sie Robinhood so toll finden, ne? Die bezahlen ja, weil sie mit diesem Orderbuch handeln wollen, ist ja klar. Nerix hat eben reingeschrieben in den Chat, wenn ich mich nicht ganz irre, dass es in Deutschland nicht legal wäre, ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir auch gut vorstellen, dass der Verkauf eines Orderflows an einen Hedgefonds nicht legal ist. However, in Robinhood's defense, the finance professor Chester Splatt argues that active stock trading may not be as beneficial over the long term as simply holding onto a low-cost index fund, even if the trading is commission-free, but it could still be better than leaving your money in a savings account. Ja und nein. Im Privatkundenbereich, ja genau, ja klar, logisch im Privatkundenbereich, sorry. Sehr üblich, Privatkunden müssen geschützt werden, institutionelle braucht keiner schützen, glaube ich mal. Wobei, die natürlich auch Mist machen, ja, siehe Subprime-Krise. Their target demographic, much like mine, is probably between the ages of 18 and 35. They want to learn as much as they can about personal finance, and it's up to you to make it as accessible as possible to a demographic that otherwise might not ordinarily be interested in investing. I've done this through relating titles and thumbnails back to real-world scenarios where on their own they're super boring, but then add some spice to them, and all of a sudden they're exciting. For example, I could have made a video about how to set up a Roth IRA for new investors step-by-step in 2021. But guaranteed, the people who needed to see that video the most would skip past it because that's boring. Das stimmt durchaus. Aber er macht dieses Aufklärungsvideo und hat schon viele Klicks. Übrigens, hier hat jemand interessante Anmerkungen gegeben. Ist letztendlich egal, ob es in Deutschland legal ist oder nicht, weil das Geld an der Börse wird größtenteils in den USA gemacht. Also das stimmt schon, klar. Aber wenn du eine US-amerikanische Aktie über deinen Broker handelst, darf dein deutscher Broker diese Order nicht also auch nicht an einen amerikanischen Hedgefonds abgeben. Das wird genauso gelten, wie wenn es eine deutsche Aktie ist. Von daher geht es dann direkt an die Börse und dein Orderflow wird quasi nicht ausgenutzt oder genutzt, um hier irgendwie was damit zu machen. Ja. Von daher muss man der Ort der Order unterscheiden mit den Aktien, die tatsächlich dann ins Portfolio kommen. However, if I title that video How to be a tax-free millionaire with $12 a day. Ja, haben wir eben drüber gesprochen, ne? Hat in der Vergangenheit funktioniert. Ja, er wird da sicherlich viele Klicks drauf bekommen, aber sowas wetzt sich ab, Leute. Sowas wetzt sich ab. Und dann versinkst du wieder in der Versenkung. All of a sudden, I could reach almost 1 million people and help them see the benefits of starting up a Roth IRA as soon as possible. I really think investing is a topic which needs to be positioned in such a way that attracts people who ordinarily wouldn't think about starting a 401k, or building up their credit score, or investing in a broad index fund which otherwise is dull. The 5 best index funds which will make you rich. Das hat er nicht gemacht. Doch? Ist es ein echtes Video? Das müssen wir nachher mal schauen. Das ist ja genial. Das wäre ja genial, wenn er 992.000 Views hätte mit einem Lambo und dann sagt, wie du reich wirst mit ETF. Das muss ich mir als Videoideen aufschreiben. Das ist ja genial. And from that perspective, I feel like Robinhood followed that same path because that's what they needed to do. They had to make investing fun if they wanted to grow their platform. But I do admit, and I've said it openly, that lately it started to feel more like a casino and gambling than a stock trading platform, and Robinhood
Robinhood seems to be at the center of it. Now, I get that some people just want to be left alone, and they think that if they lose money, that's their own fault. But the SEC has determined that it's their responsibility to step in to protect people against themselves once the company has a financial interest in you doing something that increases your likelihood of losing money. Over time, I have a feeling they're going to be more strict about their disclosures. They'll limit activity until you reach a certain threshold, or they're going to remove features which might be too gamey for an investment platform. Wenn sie dazu gezwungen werden, ja, die Frage ist ja immer, wie die Regulatorik ist. Das ist so ein bisschen das Ding. Ich finde es aber von ihm extrem mutig, so ein Video zu machen, weil, ich meine, in Amerika ist das der heiße Scheiß. Gut, die sind natürlich jetzt auch mit dieser GameStop-Sache stark unter die Räder gekommen, sind aber auch nicht die einzigen. Ich glaube, es gibt auch noch Webull oder sowas. Other brokerages are even making a positive change in that direction ahead of time. For example, the stock trading app Public, who recently announced that they've stopped the payment of order flow, so there's absolutely no conflict of interest. And they've created disclaimers around investing in certain stocks. Okay, interessant, ja. Frage ist dann, wie die sich dann bezahlen, ne? Musst du es ja wahrscheinlich ein bisschen selbst bezahlen. Which have a higher chance of volatility to protect you as the customer. It's really tough because on the one hand, I feel like people should have the freedom to do what they want to do without any limitations. But if a company profits from you doing something that could be detrimental to you long term, that needs to be disclosed so that you know the risks associated with what you're doing. Let me know what you think of this down below in the comments, because I certainly see both sides of the equation. But overall, I tend to agree a little bit more with Warren Buffett that what we're seeing right now is more akin to a casino than it is investing. Ja, hat er absolut recht. Ich meine, diese liberale Betrachtungsweise zu sagen, naja, jeder soll mit seinem Geld machen können, was er will, stimme ich absolut überein. Aber ich finde, man sollte trotzdem ein gewisses Bildungsniveau, also in diesem Bereich halt verlangen. Also ich rede jetzt nicht davon, dass man Abi haben muss oder sowas. Oder dass die Leute, die halt am Kapitalmarkt teilnehmen, tatsächlich, oder dass auch dafür gesorgt wird, dass die Ahnung haben. Und daher finde ich sowas wie zum Beispiel so ein Wertpapierhandelsbogen oder solche regulatorische Dinge, ja, was man jetzt vom Wertpapierhandelsbogen denkt, sei jetzt mal dahingestellt, aber solche Regulatorik insgesamt sehr, sehr sinnvoll, ja, weil es einfach zu einfach ist. Wir haben es doch eben gesehen mit diesem Video von Dave, wo du mit 2 Klicks deinen eigenen Token erstellen kannst und dann einfach eine Landingpage machst und die Leute kaufen dir das. Und wir hier, würde ich mal behaupten, alle Leute hier im Chat verstehen sowas, können darüber lachen, können sogar vielleicht hier und da mal ein paar Chips im Casino hinlegen und hoffen, dass wir damit den großen Coup landen, wissen aber, dass es eigentlich verschwendetes Geld ist, ja. Aber die meisten Menschen wissen das halt nicht. Und für solche Menschen ist es natürlich sinnvoll, dass du gewisse Einstiegshürden baust. Die sollten natürlich nicht zu hoch sein, aber zumindest, dass du Leute über die Risiken informieren musst. Und meiner Meinung nach ist, ich meine, der Derivatemarkt ist sowieso um ein Vielfaches größer als der echte Aktienmarkt. Es gibt auf jede Aktie 100-mal mehr Derivate oder als es das tatsächliche Underlying gibt. Das ist meiner Meinung nach völlig sinnlos. Ja? Und dementsprechend ist übrigens, jetzt werden wir wieder leicht politisch, auch die Finanztransaktionssteuer völlig sinnlos. Denn wenn ich die umgehen will, handle ich einfach Derivate und dann bin ich raus aus der Sache. Von daher macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich würde es genau umgekehrt machen. Aktien nicht der Transaktionssteuer unterliegen, aber Derivate. I could certainly see more regulation put in place, not because they don't want people to invest, but instead because more transparency never hurt anybody. Transparency ist ein gutes Stichwort, ja. Also, dass man wenigstens transparent weiß, was abgeht. Ich würde auch zum Beispiel einen fetten Disclaimer drauf ballern und sagen, hier, Trading bei uns ist kostenlos. Nein, wir ernähren unsere Familie nicht von Luft und Liebe, sondern wir verdienen Geld. Und zwar verdienen wir Geld damit, dass wir deine Order, lieber Händler, an den Hedgefonds verkaufen. Dementsprechend bist du nicht unser Kunde, sondern der Hedgefonds ist unser Kunde. Muss man halt einfach wissen, ne? Genauso wie das ja auch bei Versicherungsverträgen ist oder so, wenn ein Versicherungsvermittler dir sagt, die Beratung ist für sie völlig kostenlos, da muss ich mir ja auch denken, wovon lebt denn der gute Mann, die gute Frau? Und da kommt man relativ schnell dahinter, naja, es ist provisionsbasiert, das ist ja nicht schlecht per se, aber es kann zu Interessenskonflikten führen und die sollte man kennen und dafür sorgt ja dann die Transparenz. Ich hoffe, dir hat dieses Reaktionsformat gefallen. Jede Woche schauen wir uns gemeinsam live auf Twitch mit der Community Videos zum Thema Finanzen an. Einige Highlights aus anderen Videos findest du hier oder hier. Und wenn du die zukünftigen Highlights aus unseren Streams nicht verpassen willst, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.